Hallo, liebe Freundinnen der gepflegten Musikkritik und herzlich willkommen zu Scratch the Surface. Meinungen über Musik in 45 Sekunden oder weniger. Heute geht es um die Band The Fall of Troy. Als sie sich 2002 unter dem Namen 30 Years War gründen, war die Kombination aus rhythmischem Gefrickel und richtig krassen Popmelodien noch nicht so gängig, aber mittlerweile gibt es natürlich diese Twinkle-Gitarren auf jeder vernünftigen Emo-Revival-Platte zu hören. Spätestens mit ihrem Debüt The Fall of Troy unter dem Namen The Fall of Troy, zieht die Band dann alle Register. Mit Thomas Arrak an Gesang und Gitarre, Andrew Forsman am Schlagzeug und Tim Ward am Bass und Gesang zieht die Band Fans der Nullerjahre Emo-Core-Szene direkt in ihren Bann. Entsprechend wird das Label Equal Vision auf die Band aufmerksam und signed die Band direkt vom Fleck weg für einen 3-Platten-Vertrag. Es folgen also die Alben Doppelgänger, Manipulator und In the Unlikely Event. 2016 macht die Band dann eine Art Comeback und legt ihre Platte Okay selbst auf und veröffentlicht sie auch selbst. Auf ihrer neuen Platte Mukilturth, benannt nach ihrer Heimatstadt Mukilteo, Washington, wirft die Band nochmal einen Blick darauf, wie alles angefangen hat und nimmt die 6 Songs der Debüt-EP von 30 Years War nochmal neu auf und gibt ihnen einen neuen Anstrich. Technisch gesehen ist also Mukilturth nur eine 4-Song-EP, denn es sind 4 neue Songs darauf, mit Bonusmaterial, wenn man so möchte. Ob sich die 18 Jahre Distanz zwischen den beiden Platten bemerkbar machen, das erfahrt ihr jetzt. Mukilturth ist eine positiv merkwürdige Platte, denn es klappt verdammt gut, die alten Songs mit den neuen zu verbinden. Das zeigt, wie konsistent The Fall of Troy seit jeher ihren mathigen Post-Hardcore aufziehen. Weniger konsistent ist allerdings Thomas Arraks Geschrei, gerade in den ersten beiden Songs. Auf den neuen Stücken drängt das Trio mehr in Richtung proggigen Metal. Alles klingt etwas direkter und dichter. Natürlich gibt es mit We Are the Future auch den obligatorischen, rhythmischen Ausflug in Richtung Dub und Reggae zu hören. Als gemeinsamer Nenner bleiben vertrackte Polyrhythmen, die Kombination aus Refused-artiger Wucht und Popgesang und abwechslungsreiches Songwriting. Highlights sind der Math-Metal-Mix Roundhouse und der Doppel-Lead-Gitarren-Emo-Core von The Day the Strength of Man Failed. Mukilturth ist ein erfolgreicher Brückenschlag zwischen stürmischer Mathcore-Jugend und erwachsenem Songwriting. Für Freunde von Dance Gavin Dance und Refused.